Ich möchte hier ein bisschen Licht und Schwung draufbringen und ja, will ein bisschen rumkrickeln hier, mich locker machen. Eigentlich ist die Leinwand mir ein bisschen zu schmal, die könnte etwas breiter sein. Aber ich fange jetzt hier einfach mal an. Das passt. Ich habe hier irgendwie so einen Flügel gerade. Den nehme ich hier nochmal mehr auf und ziehe den mal hier so lang. Doch, das drückt genau das aus, was ich gerade fühlen will. So, da haben wir den Anfang ja schon gemacht. Bin ja schon fertig hier. Ja, könnte ich auch schon so lassen. Nein, natürlich nicht, aber fühlt sich gerade so an. Und hier ist ja jetzt was Tolles. Schau mal, also wie das hier so rüber fliegt, die Farbe. Und das unterstützt jetzt hier auch schön den Charakter, finde ich. Also es darf ruhig rüberfliegen. Ja, wow, so schön hätte ich es mir gar nicht vorstellen können, was genauso, ja, wie ich es mir gewünscht habe wahrscheinlich. Das ist auch schön. Einfach mit den Fingern nochmal hinterher malen. Ist auch ein tolles Gefühl, finde ich. Jetzt habe ich natürlich viel Wasser drauf. Ja, das viele Wasser bringt auf der einen Seite wieder eine andere Farbe und auf der anderen Seite kann ich hier so schön abtauchen. Ich nehme jetzt nochmal das Türkis dazu und guck mal, was so passiert. Ja, es ist sehr, macht einfach Spaß. Mach einfach, hau die Farbe hier rüber. Die paar Kleckse, komm, die passen auch super dazu. Aber wie du siehst, ist die Farbe jetzt natürlich nicht mehr so. Ich hole mir mal ein Handtuch hier und nehme die Farbe nochmal runter. Und dabei, ja genau das muss jetzt passieren. Der Flügel verschwindet etwas und was Neues kommt hier rüber und genau so ist das. Es darf verschwinden, wieder auftauchen. Es muss nicht perfekt sein, genau das ist es auch immer. Ich hätte die schütteln müssen vorher, aber der Deckel ist nicht mehr da. Es steht hier immer offen. Aber egal. Mal schauen, ob ich hier auch noch den Farbton, ja tatsächlich, ich kann den Farbton im Untergrund auch nochmal wieder hervorholen. Aber ich will das jetzt gar nicht. Es soll wieder verschwinden. Und das Wasser muss auch noch ein bisschen runter hier. Ich will dieses Gebilde noch etwas plastischer machen. Habe ich mir jetzt überlegt gerade. Und jetzt matsche ich hier noch mal ein bisschen rum. Hier ist noch ein Stück schon getrocknetes Stück drin, weil ich die Masse noch stehen hatte. Und ja, matschen, das ist ein schöner Begriff, finde ich. Also für mich mindert das nicht die Qualität, das Rummatschen, ganz im Gegenteil. Nee, ich nehme ein sauberes Tuch. Ich will da keine Farbe in die Strukturmasse drin haben. Das soll schön hell bleiben.
Ja, sieht aus wie ein Flügel, finde ich, oder wie so ein Schwan, der da gerade so abtaucht. Weiß ich jetzt selber gerade nicht, aber nein, es sieht aus wie ein Flügel und es darf auch aussehen wie ein Flügel. Symbolisiert ein leichtes, unperfektes Sein. Mir fehlen gerade die Worte, ich arbeite hier aber auch gleichzeitig. Ja, es ist genau das, glaube ich, was ich ausdrücken möchte. Mit der Farbe bin ich mir noch nicht sicher. Jetzt fällt hier die Masse wieder runter. Ach, das kann man hier auch noch ein bisschen wegwischen. Ja, es ist jetzt trocken und schön abgetrocknet. Also auch hier dieser Rand ist so geblieben, den finde ich ganz schön und die Masse ist fest. Und ja, was mache ich jetzt? Irgendwie fehlt mir noch was. Ich wollte zu Anfang, ja, das war so der Impuls, irgendwas in Türkis machen. Und jetzt fehlt mir das so ein bisschen, obwohl ich das so ganz schön finde, aber ich will es jetzt trotzdem nochmal ausprobieren. Ob ich das Türkis hier nochmal ein bisschen nacharbeite. Und ich will außerdem auch nochmal ein bisschen weitermalen. Ich bin noch nicht fertig irgendwie. Einfach nur mal ein bisschen fließen lassen. Mal gucken, was so passiert. Ich färbe das. Nein, doch nicht. Ich suche gerade was, aber habe ich jetzt nicht da. Dann nehme ich jetzt noch ein bisschen die Farbe hier, also so ein warmes Braun, weil ich das noch ein bisschen wärmer haben will. Ja, der Farbton sagte schon, ich will es einfach noch ein bisschen warm haben. Das Weiß ist mir noch zu kalt. Ich muss noch so ein ganz klein wenig Gold hier raufsetzen. Muss ich einfach ausprobieren. Es hatte mich noch so schön gehalten hier. Der Prozess war einfach so toll. Es hatte so viel Leichtigkeit und so viel, ja, sowas, was Schönes einfach. Genau das, was man eben nicht in Worte fassen kann. Das ist ja das, was Malerei macht. Also es ist eine Form von Ausdruck, eine Form der Sprache. Und hier ist es irgendwie so eine Art Flügel geworden und sieht so, ja, semi-abstrakt aus. Und der symbolisiert das einfach auch für mich. Diese Art Aufbruch, die Veränderung. Wir haben den Jahreswechsel vor uns. Vielleicht schaust du das Video auch nach dem Wechsel. Egal wann, nutze einfach die Malerei für dich. Nutze den Tag. Also egal, ob jetzt Jahreswechsel oder nicht, mach einfach. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Tschüss. Ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Dieses Video ist jetzt entstanden, es wird gesendet zum Jahreswechsel, weil es einfach genau das trägt. Es trägt diese Leichtigkeit, die ich euch wünsche und diesen Mut, es einfach zu machen, loszulassen, fließen zu lassen, ja, die Veränderung sichtbar zu machen. Das ist das, was dieses Werk symbolisiert im Großen und Ganzen. Also du musst nicht perfekt sein, um malen zu können und du musst auch nicht die perfekten Werkzeuge haben.
ummalen zu können, sondern du kannst es mit dem, was du da hast. Und das, ja, sage ich immer wieder und ich kann es immer wieder sagen, weil ihr mir immer wieder zuhört und weil ihr mich immer wieder unterstützt und ihr habt es das ganze Jahr gemacht. Ich habe immer eure Kommentare gelesen und die haben mich natürlich auch beflügelt. Ja, und die haben auch mir Leichtigkeit geschenkt, weil es natürlich nicht immer auch leicht ist. Und ich kann aber das hier machen, weil ihr mich unterstützt und dafür danke ich euch einfach, dass ihr immer wieder auch einen Kommentar schreibt, immer wieder liked oder dieses Hypen, was auch immer da Neues kam, das habt ihr mitgetragen und dafür gesorgt und gemacht und euch engagiert und im Chat gechattet und euch ausgetauscht und euch bereichert und ja, das alles, das ist gewachsen mit euch und durch euch und deswegen danke ich euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch ein ganz leichtes und buntes neues Jahr. Tschüss!